Ja, sobald die weg sind. Nimm mich bitte. Ist diese Geschichte nun frei erfunden oder beruht sie auf einer gelogenen Geschichte? Bitte. ME hat extrem viel für mich getan, es war eine spannende Reise. Es hat auch Dinge für mich getan, von denen mir gar nicht klar war, dass ich will, dass es sie tut und die es auch eigentlich nicht hätte tun sollen. Unter anderem habe ich es geschafft, mich als erwachsener Mann sowohl übelst anzupinkeln, als auch das andere. Aber wie, Champ? Aber wie? Ja. Ich fange mit dem anderen an, weil es zeitlich zuerst passiert ist. Und zwar hat es so wie viele MMA-Geschichten mit dem Gewicht machen zu tun. Ich habe einen Jiu-Jitsu-Wettkampf gehabt in Deutschland, damals noch fürs Jiu-Jitsu-Nationalteam. Und habe auf 70 sollte ich antreten. Und es war auch alles okay. Und ich habe mich dann 3 Wochen vor dem Wettkampf, habe ich mir einen Muskelfaserriss an der Wade zugezogen und konnte halt nicht laufen gehen. Was aber ein total wichtiger Teil meines Gewichtsmachprozesses war. Okay, bin dann natürlich viel zu schwer dort aufgetaucht und habe relativ viel Gewicht gemacht. Meine Teamkollegen haben mich einfach am Vormittag in so einem Fitnessstudio im Dampfbad abgeliefert und am Nachmittag wieder abgeholt und ich hatte mein Gewicht. Auch da wusste ich eigentlich gar nicht, ich habe es einfach gemacht, es ist sich gut ausgegangen, Glück gehabt. Ja. Das war jetzt nicht super gut geplant. Und ist alles gut gelaufen, Gewicht gebracht. Was nicht so gut gelaufen ist, ist, dass mein Magen und mein Darm natürlich nicht begeistert waren von der ganzen Aktion. Und ich habe dann hier getrunken und angefangen was zu essen und es war alles schön. Nur wie wir dann nach Hause gefahren sind, habe ich schon im Bus gemerkt, das wird knapp. Und dann bin ich in diese Herberge schon wirklich reingelaufen, die Stiegen rauf, bin im Gang ausgerutscht, habe mich im Hinfallen in meinem Nationalteam Österreich Rot-Weiß-Rot Trainingsanzug ganz übel, ihr wisst schon. Und es haben alle gesehen. Ja, super gut. Der Willi Erber, danke Willi, hat mir dann so Aktivkohletabletten gegeben, um mir zu helfen. Die haben überhaupt nicht geholfen, außer dass dann halt alles schwarz war. Also, ja. Hat aber ein Happy End. Ich war am nächsten Tag, ich habe German Open, ich habe gekämpft, ich habe gewonnen. Mehr Glück als Verstand gehabt, aber das war diese wunderschöne, hoffentlich jugendfreie Geschichte. Das kleine Geschäft habe ich in Graz verrichtet. Da habe ich gekämpft zum ersten Mal gegen den Walid. Abdul Achmanov, eine Legende. Und wir haben gekämpft und die erste Runde ist alles auch richtig gut gelaufen. Ich habe richtig super Runde, Kicks gelandet, Takedown bekommen, Top-Position gehalten die ganze Runde und es war eigentlich, ja, es war ein super Kampf. Bis es überhaupt nicht mehr super war und er mich getriangelt hat. Und ich war ein bisschen spät dran mit Tappen. Und ich habe dann irgendwie noch so halbherzig getappt, wo ich gerade bewusstlos geworden bin. Es war einfach zu spät. Und und dann bin ich aufgewacht und habe in meine Hose Lulu gemacht. War auch ein ganz episches Gespräch. Der Cutman hat mich gefragt, also wird man so aufgeweckt, wenn man bewusstlos wird beim Kämpfen. Aber ich war nur ganz kurz weg, also ich war nicht beschädigt oder so und er weckt mich auf und stellt mir so Routinefragen, so hey, weißt du, wie du heißt, wo du bist? Ich so, ja, mein Name ist Michael, ich bin hier in Graz, ich habe mich gerade angepisst und ja, ist nichts passiert, aber es ist halt so ein hartes Game. Sicher ein hartes Game. Kann ich auf Deutsch reden oder muss ich nach der Schrift reden? Mein erstes Ringerturnier war am Samstag in Floridsdorf und am Vortag waren wir also im Fox-Gym und haben noch Stand-Up-Sparring mitgemacht und so. Und ich kann mich noch erinnern, da hat der Robert Fuchs, der Chef vom Fox-Gym, quasi Geburtstag gehabt und so. Und generell im Fox-Gym, coole Partie, halt die Leute immer und alles drum und dran. Und die sind noch was essen gegangen. Und er hat jetzt so gefragt, ja, ob er mitgehen will, essen und hin und her, bla bla. Und denke ich mir, ja, sicher essen, gehe auf jeden Fall mit zum Thailänder, ist ja immer gern. Ja, da habe ich aber noch gar nicht gewusst, dass das sein Geburtstag war, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich halt mitgegangen essen und da ist halt dann relativ schnell mal ein bisschen lustig war auch und hat sich dann natürlich das eine oder andere Gläschen gegeben und nachdem ich der Bauernbauch halt mit dem Flaschel aufgewachsen bin, habe ich da natürlich nicht nachgesagt und habe halt auch ein bisschen mitgetrunken, ein bisschen mehr mitgetrunken. Ist dann, glaube ich, 5 in der Früh geworden oder so
Und irgendwann einmal so um 3, halb 4 in der Früh habe ich mir gedacht, fuck, Alter, ich hab Ringerturnier, mein erstes Ringerturnier, also ich kann diesen Markus nicht an, dass ich da nicht hinkomme oder keine Ahnung was. Da habe ich gedacht, ja okay, ich muss heim. Ja, das hat dann dauert 1,5, 2 Stunden, ich bin die ganze Zeit auf die Uhr geschaut, aber ich muss heim. Naja, immer mehr gewesen. Dann im Endeffekt bin ich dann, glaube ich, um 5 oder halb 6 heimgekommen, voll fett, voll angesoffen. Irgendwie in die Wohnung rauf, hab mir noch einen Wecker gestellt oder so, glaube ich, habe aufstehen müssen um 7:30. Und ja, so 1,5 Stunden geschlafen oder so, was Wecker gleich zweimal, denkt man, Alter, na sicher nicht, wie soll ich jetzt irgendwie mich nur bewegen? Denkt man, na scheiß drauf, das kann ich den Markus nicht andauern. Pack meine Sachen, fahre raus nach Floridsdorf. Dann habe ich mal 10 Minuten die Halle gesucht, bin irgendwo im Gras gerannt, es war sauheiß. Schlussendlich habe ich die Halle dann gefunden und ich bin in die Umkleide gegangen, habe Markus gesucht, weil der hat dann den Ringanzug für uns mitgehabt und so. Und ich merke schon so, wie mir ein paar Leute so deppert anschauen und ich gehe halt bei den Leuten vorbei, so bei allen, wo ich ein bisschen enger vorbeigegangen bin, hat mich schon jeder so angeschaut. So, und ich denke mir, scheiße, Alter, ich hab die volle Pfanne, was mache ich jetzt? Vergeblich auf der Suche nach einem Kaugummi natürlich nichts gefunden. Dann war halt mein erster Kampf. Markus hat mich natürlich gecoacht. Und ich habe mir gedacht, Alter, beim Aufwärmen, ja, habe ich schon gemerkt, okay, das wird halt eine reine Kopfgeschichte, weil in Wahrheit würde ich mir am liebsten ansperren und wieder hinlegen. Dann war erster Kampf und ich denke mir so, okay, gib einfach Vollgas, dann ist es auch wurscht, ob du dich anspeibst. So, dann erster Kampf, erste Runde, das sind 2x3 Minuten mit 30 Sekunden Pause, glaube ich. Ja, erste Runde angefangen, ich gehe hin, versuche Druck zu machen, gib Gas. Nach einer Minute habe ich gedacht, Alter, bist du deppert, was ist denn da los, ich kann mich gar nicht mehr rühren. War aber dann relativ gut sogar. Hab dann Gas geben, hab dann einen Takedown geschafft, also ich glaube 4 Punkte gemacht in den ersten Runden oder sowas. Und dann in der Pause kommt der Markus mit dem Handtuch, wackelt. Und ich bin nur so da gestanden und er redet, ich habe nichts verstanden, aber nur gedacht, Alter, ich muss kotzen, ich muss so dringend kotzen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht, aber ich habe nur gedacht, ich muss kotzen. Ja, dann zweite Runde auch geschafft, ersten Kampf gewonnen. Nach dem Kampf haben wir direkt in die Umkleide aufs Klo richtig gespielt. Und hab mir gedacht, Alter, jetzt muss ich nur dafür mal kämpfen. Ich kann jetzt schon immer. So, dann zweiter Kampf. Ein zweiter Kampf war dann so witzig. Ich weiß nicht, wie man da im Ringen sagt, auch Referee wahrscheinlich. Wir gehen so zusammen und er schaut mich so an. Und sagt, Bernhard, hast du was getrunken? Und ich so, nein. Wieso? Ich nicht, nein, gar nichts. Und er so, ja, nein, in die Ecken quasi, hin und her. Und der zweiten Kampf dann auch gewonnen. Dann ist mir witzigerweise sogar ein bisschen besser gegangen. Dann habe ich 2 Kämpfe verloren, den letzten auch noch gewonnen. Und im Endeffekt, am Ende des Tages bin ich Dritter geworden. An meinem ersten Ringerturnier in Wahrheit durchgemacht. Voll Restfett, haben wir gespielt zwischendurch. Ja, so kann man auch Medaillen gewinnen. Du hast gesagt, ich soll die Geschichte erzählen. Wieso lachst du jetzt schon? Ja, ich hätte 2 Geschichten noch, was ich gerne erzählen würde. Wir haben einiges daraus gelernt. Außer es ist schon verjährt, oder? Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie kein Like da und schieben Sie sich das Abo sonst wohin. Dankeschön. Spaß, bitte. Bitte.